Eigentlich wollte die Ampel ein ziemlich umfangreiches Bürokratieentlastungspaket auf den Weg bringen. Doch das liegt nun offenbar auf Eis. Vor der Sommerpause wird es wohl nichts mehr und nicht mehr durch den Bundestag gehen. Besonders umstritten sind die geplante Verkürzung der Aufbewahrungsfristen von 10 auf 8 Jahre und auch die Abschaffung der Bonpflicht, die vor allem die SPD ablehnt. Das Gesetz soll außerdem Hotelgästen das Einchecken ohne Adressangabe ermöglichen und den Passcheck am Flughafen elektronisch gestalten. So. Nun ist eine Verabschiedung frühestens wohl im September überhaupt möglich. Ja, Bürokratieabbau, ein hehres Ziel, das wir überall immer hören. Ich möchte darüber sprechen mit Thorsten Alsleben, Geschäftsführer der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Herr Alsleben, also das ist ja, eigentlich war man sich ja einig. Ne? Man möchte das auf jeden Fall machen, wird auch in jeder Sonntagsrede betont. Und nun hat sich die Ampelregierung im Klein-Klein verheddert? Ja, das wundert uns auch, weil das Gesetz ist seit 1,5 Jahren in der Vorbereitung. Es ist vom Kabinett beschlossen. Es wurde vor 2 Wochen im Kabinett noch mal ein bisschen was draufgelegt. Und alle haben damit gerechnet, dass das jetzt verabschiedet wird. Es ist nicht der große Wurf, aber es ist eine spürbare Entlastung für einige. Jetzt geht die Debatte wohl darum, dass zum einen Dinge, die im Gesetz drinstehen, wie die Aufbewahrungsfristen, doch noch mal angegriffen werden, aber vor allem von der rot-grünen Seite, aber auch von den Ländern, weil die sagen, ja, wir führen aber Steueruntersuchungen durch und da brauchen wir die alten Unterlagen. Könnte man auch sagen, sollen einfach schneller prüfen. Dann gibt es von der FDP-Seite den Versuch, noch ein paar Dinge reinzubringen, weil die Verbände sehr enttäuscht waren, dass ganz wenige ihrer Vorschläge nur reingekommen sind. Man hätte viel, viel mehr machen können. Also die einen wollen mehr, die anderen wollen weniger und dann hat man sich nicht geeinigt. Also schwierig. Wird das Ganze auf die lange Bank geschoben? Sie sagen ja das Ganze dauert schon seit 1,5 Jahren an. Nun sind Sie ja auch persönlich gut vernetzt. Was hören Sie denn da auch von der Wirtschaft? Inwiefern ist denn die Bürokratie wirklich einer der größten Hemmschuhe momentan? Also das ist durch Studien nachgewiesen. 58% der Unternehmen sagen, sie wollen wegen Bürokratie nicht mehr in Deutschland investieren. In allen Umfragen aus den letzten Monaten sieht man, dass Bürokratie der Standortnachteil Nummer 1 ist. Also noch vor hohen Steuern, hohen Energiepreisen und Fachkräftemangel. Das kommt auch noch dazu. Aber die Bürokratie ist im Moment das schlimmste Standorthindernis, um hier zu investieren. Das heißt, da ist dringender Handlungsbedarf. Da würde auch das Bürokratieentlastungsgesetz alleine nicht reichen. Aber ohne das ist es natürlich ein fatales Signal. Also ich verstehe zum Beispiel nicht, warum die Ampel nicht sagt, okay, wir nehmen jetzt das, wo wir uns einig sind, ist ein erster Entlastungsschritt und wir arbeiten aber sofort am nächsten Entlastungsschritt. Bei Steuern ist es so, da gibt es einmal im Jahr ein Jahressteuergesetz, wo immer alles neu gemacht oder viele Dinge neu gemacht werden. Das könnte man bei Bürokratie auch so machen. Bisher ist es nicht so. Also ich meine, auch jeder Bürger kennt das ja in Teilen, je nachdem, was man so macht. Rein Hotel einchecken oder ich will noch eine Ebene höher gegriffen, ich möchte ein Haus bauen oder eine Dachgeschosswohnung ausbauen oder ähnliches. Man weiß, es ist alles unglaublich schwierig, es dauert unglaublich lange. Sind wir an dem Punkt, dass wir uns hier zu Tode regulieren? Ja, es ist nicht nur, dass das alles zu lange dauert, dass die Behörden gar nicht mehr die ganzen Regeln alle anwenden können, sondern es ist auch so, dass aus unterschiedlichen Bereichen Regeln zusammenkommen, die nicht zusammenpassen. Also auf der einen Seite irgendwas zum Arbeitsschutz, auf der anderen Seite was zum Gesundheitsschutz. Und das sind zum Teil widersprechende Regelungen, die dann der arme Unternehmer irgendwie ausüben muss. Es gibt Versuche, zum Beispiel Herr Söder in Bayern hat jetzt gerade ein großes Bürokratieentlastungspaket für die Landesgesetze auf den Weg gebracht. Da sind in der Landesbauordnung werden bestimmte Paragraphen einfach abgeschafft. Da kann man leichter bauen. Und was interessant ist, Gesetze bekommen ein Verfallsdatum. Das heißt, sie laufen nach einer gewissen Zeit automatisch aus. Und wenn sich gezeigt hat, das Gesetz war nicht so gut, dann ist es dann einfach weg. Und wenn es gut war, dann muss man es neu beschließen oder vielleicht verbessert beschließen. Das fordern wir eigentlich auch für die Bundesebene. Da könnte also noch mehr kommen, Thorsten Alsleben. Danke für die Analyse, denn es ist ja auch noch so Landesregelung. Also wir haben da einiges, wo man sich verheddern kann. Danke Ihnen. Gerne.